Ihr wollt wissen, wie ihr euch fit haltet und für die kommende Motorradsaison richtig vorbereiten könnt? Dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß im Video! Viele kennen es, die letzte Motorradsaison ist gerade vorbei, der Winter kommt, man sitzt nur rum und wartet, bis man wieder aufs Motorrad steigen kann. Und eigentlich weiß man es auch ganz genau, ich wollte ja eigentlich was machen, um fitter und besser vorbereitet zu sein für die nächste Saison. Aber was machen, wo anfangen, wie dranbleiben? Vorneweg, ich bin kein Arzt, ich bin kein Bodybuilder, ich bin kein Ernährungswissenschaftler. Ich erzähle euch hier meine reine Erfahrung, wie ich seit mittlerweile über 15 Jahren fit bleibe, meinen Körper über die Zeit immer relativ gleich halten konnte und was mein Ziel ist, nämlich fit, gesund zu sein, mit einem sportlich trainierten, ästhetischen Körper, in dem ich mich wohlfühle, wenn ich in den Spiegel gucke. Und vor allem ein gesundes Maß an Ausdauer zu haben, bei dem ich nicht nach jeder dritten Treppenstufe oder allen 2 Turns auf der Rennstrecke aus dem letzten Loch pfeife. Außerdem, ich muss auch kein muskelbepackter Fleischklotz sein, der sich kaum noch bewegen kann, aber will auf der anderen Seite auch kein drahtiger, runtergehungerter Lauch sein, der sich kaum auf seinen Pommesbeinen halten kann, geschweige denn ein 1000 Kubik Motorrad ordentlich unter Kontrolle halten kann. Das Wichtigste zuerst: Jeder muss für sich den Sport finden, der ihm Spaß macht. Nur so kann man gewährleisten, dass man dran bleibt und es regelmäßig macht, weil nur über die Kontinuität kommen Ergebnisse und Erfolge. Es bringt nichts, wenn ihr 2 Wochen vor eurem ersten Renntraining damit anfangt oder wenn ihr euch ganz klassisch zum Neujahr in einem Fitnessstudio anmeldet, aber dann nach der anfänglichen Euphorie merkt, es ist eigentlich gar nichts für euch, es macht euch gar keinen Spaß und ihr bleibt als zahlende Karteileiche zurück. Es muss auch nicht jeder ins Fitnessrennen. Wenn man sich hinquälen muss und merkt, dass es für einen persönlich nichts ist, dann kann man auch Rad fahren, man kann auch Fußball spielen, man kann auch Tennis spielen, joggen, Kickboxen, schwimmen oder jede andere Sportart, bei der man sich irgendwie körperlich bewegt. Wichtig ist nur die Regelmäßigkeit. Das Hauptargument für Sport neben dem Punkt Gesundheit, jetzt speziell aufs Motorradfahren bezogen, ist die bessere Konzentrationsfähigkeit. Aber warum ist das so? Wenn ihr beim Motorradfahren schon nach kürzester Zeit am Pumpen seid wie ein Maikäfer, Schmerzen oder sogar Krämpfe habt, fehlt euch im Kopf die Kapazität, euch auf das Wesentliche, nämlich das Fahren, zu konzentrieren. Dadurch, dass ihr nur mit euch selbst und euren körperlichen Schwächen zu kämpfen habt, seid ihr weniger aufnahmefähig für das, was ihr da zusammengurkt, oder auch andere Teilnehmer um euch drumherum. Seid ihr dagegen körperlich fit, könnt ihr euch voll und ganz aufs Fahren konzentrieren. Ihr seid aufmerksamer, ihr seid reaktionsschneller und vor allem viel lockerer. Und dadurch könnt ihr am Ende auch entspannter sein und vor allem ohne Beschwerden einen kompletten Trackday durchfahren, Spaß haben und genießen. Hier im Video gehe ich jetzt darauf ein, wie ich persönlich das mache und wie es für mich gut funktioniert. Ihr seid natürlich gern dazu eingeladen, es mir nachzumachen und meine Trainings- und Lifestyle-Methode, nenne ich es jetzt mal, zu kopieren. Außerdem ist mir bewusst, dass auch nicht jeder, wie ich jetzt, ein Fitnessstudio bei sich zu Hause im Keller hat. Aber auch das darf keine Ausrede sein. Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio bekommt man mittlerweile schon für 20, 25 Euro. Oder ein Fahrrad, Ergotrainer, was auch immer, kostet nicht die Welt. Und wem das dann immer noch zu viel ist, der findet hier auf YouTube unzählige Trainingsvideos, wie man zu Hause ganz kostenlos und ohne spezielles Equipment was machen kann. Also ganz nach dem Motto: No fucking excuses. Wer will, der findet Wege, und wer nicht will, findet Ausreden. Hier auch noch kurz aufs Thema Zeit eingegangen. Viele sagen immer, sie hätten keine Zeit dafür, aber das ist Quatsch. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Morgens eine Stunde früher aufstehen und vor der Arbeit was machen oder die Mittagspause vielleicht sinnvoll nutzen, ein bisschen laufen gehen oder nachmittags, abends einfach mal auf Netflix, TikTok etc. verzichten und stattdessen ein Training machen, bewirkt auch schon echt viel. Man muss auch nicht wie ich fast täglich trainieren, sondern 2-3 Mal die Woche für eine Stunde. Ist vollkommen ausreichend. Wichtig ist, wie schon erwähnt, die Regelmäßigkeit. Kommen wir jetzt aber zu mir. Ich teile meine Vorbereitung in 3 wichtige Eckpfeiler auf. Erstens das Training, zweitens die Ernährung und drittens der Schlaf bzw. Regeneration. Nur wenn alle 3 Pfeiler ordentlich und in gleichmäßigem Maß betrachtet werden können, haben wir Erfolg und können fitter und gesunder werden. Fangen wir mit dem Training an, denn Training ist wichtig, damit wir überhaupt einen Reiz setzen. Heißt,
Wir belasten unseren Körper und setzen ihn gezielt immer wieder einer Stresssituation aus, um zu erreichen, dass er sich anpasst. Dadurch bauen wir dann hier Muskeln auf oder verbessern unsere Ausdauer. Jetzt denken vielleicht manche, aber was will ich denn mit Muskeln beim Motorradfahren? Ja, mag sein, dass das vielleicht nicht direkt zusammenzupassen scheint. Aber Gegenfrage, was willst du denn mit Fett beim Motorradfahren? Das hilft dir noch weniger, sondern behindert dich sogar noch. Wir wollen auch keine unbeweglichen Fleischberge am Ende sein, sondern wir wollen uns gut auf dem Motorrad bewegen können, agil sein, spritzig sein und unser Motorrad immer unter Kontrolle haben. Muskeln helfen uns zum anderen dabei auch im Ruhezustand, zu Hause auf der Couch, Kalorien zu verbrennen. Wenn ihr hierzu mal ein genaueres Video von mir sehen wollt, dann schreibt es mir unten gerne in die Kommentare rein. Die Intensität und Häufigkeit für das Training muss am Ende aber jeder für sich rausfinden. Zum Beispiel 2 bis 3 Mal die Woche ein Ganzkörpertraining oder 3 Tage Training, 1 Tag Pause. Gegebenenfalls muss man das mit der Zeit auch anpassen, wenn sich der eigene Körper schon dran gewöhnt hat und man kann die Intensität erhöhen. Zum Beispiel, wenn man keinen Muskelkater mehr hat und merkt, man kann schneller regenerieren. Ich selbst mache aktuell 3 Tage Training, 1 Tag Pause. Am Anfang von jedem Training fahre ich immer mindestens 10 Minuten oder 5 Kilometer Fahrrad in einem Pulsbereich von ungefähr 130 bis 150. Und danach trainiere ich den sogenannten Arnold Split. Ich blende euch hier mal die Übungen dafür ein, dann könnt ihr gerne das Video pausieren und euch einen Screenshot davon machen, dann muss ich nicht jede einzelne Übung extra erklären. Alternativ dazu mache ich gerne auch mal den klassischen Push-Pull-Beine-Split. Wichtig ist aber, dass ihr den Trainingsplan nicht so häufig wechselt, sondern lange dran bleibt, damit man sich auch mal ordentlich darauf einlassen kann und vor allem steigern kann. Ich habe zum Beispiel den gleichen Plan sogar 1 bis 2 Jahre und tausche gegebenenfalls nur einzelne Übungen, wenn ich Abwechslung brauche oder eine andere Muskelgruppe ein bisschen priorisieren will. Wenn ihr mal ein genaueres Trainingsvideo von mir sehen wollt, dann lasst es mich auch gern unten in den Kommentaren wissen, dann filme ich euch da mal was Genaueres zu ab. Der nächste Eckpfeiler ist hier, die richtige Ernährung. Alles an Training bringt euch nichts, wenn ihr dann ständig nur Müll in euch reinfresst. Niemand muss hier jetzt anfangen, zwingend Kalorien zu zählen oder jede Zutat immer abzuwiegen. Aber es kann euch vor allem am Anfang helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was wie viele Kalorien hat und wie viel man von was essen kann bzw. essen soll. Achtet einfach darauf, dass ihr euch gesund und ausgewogen mit hochwertigen Lebensmitteln ernährt. Ich selbst esse nach dem Intermittent Fasting Prinzip. Das bedeutet, ich habe ein Zeitfenster von 8 Stunden Essenszeit gegenüber 16 Stunden Fasten. Meistens esse ich also zwischen 12 Uhr mittags und 20 Uhr abends und achte darauf, dass ich 2 Stunden vorm Schlafen dann nichts mehr esse. Das hat sich für mich als meine normale Ernährungsart etabliert, mit der ich mich einfach am wohlsten fühle und die beste geistige und körperliche Leistung bringen kann. Auch hier heißt es aber nicht, dass es für euch automatisch das Richtige ist. Vielleicht braucht ihr ein großes Frühstück, um gut in den Tag zu starten. Vielleicht arbeitet ihr aber auch Schicht und eure Essgewohnheiten wechseln ständig. Deswegen probiert gerne Verschiedenes aus, bis ihr den besten Weg für euch individuell gefunden habt. Hauptsache ist, dass ihr euch in der Regel aber ordentlich ernährt und nicht ständig irgendwelches Fastfood, Süßigkeiten und andere Scheiße in euch reinschaufelt. Ab und zu mal einen Burger oder Pizza oder Döner etc. zu essen, ist nicht verboten, das mache ich auch gern. Aber am Ende immer bedenken, die Dosis macht das Gift. Der dritte und letzte Eckpfeiler ist eure Erholung und Schlaf. Nur wenn ihr genügend und erholsamen Schlaf habt, kann euer Körper auch ordentlich regenerieren. Alles Training bringt euch nichts, wenn ihr eurem Körper nicht die nötige Ruhe gibt, in der er die ganzen Reize auch verarbeiten kann. Hier, im Schlaf, repariert sich euer Körper und baut so die Muskeln vom Training auf. Im Schlaf erholt sich euer Körper vom Stress und bewirkt, dass ihr am nächsten Tag wieder fit und ausgeruht seid. Achtet deswegen darauf, dass ihr zum einen lange genug schlaft, also 7 bis 8 Stunden, und zum anderen auch qualitativ gut schlaft. Also schaut, dass ihr hier ein bequemes Bett habt, schaut, dass ihr ca. 2 Stunden vorm Schlafen nichts mehr esst und schaut, dass ihr es kühl und dunkel im Schlafzimmer habt. Aber schaut vor allem drauf, nicht ewig noch am Handy zu hängen und hier rumzuswipen, bevor ihr schlafen wollt. Packt das Ding mindestens 30 Minuten bevor ihr ins Bett geht schon auf die Seite, im besten Fall direkt Flugmodus rein und lasst euch davon gar nicht mehr ablenken.
Außer ihr wollt noch das letzte Hobby Racer Video gucken, das ist dann natürlich absolut okay. Ja, und das ist schon das komplette Geheimnis, wie ich mich fit und gesund halte, sowohl für die anstehende Motorradsaison als auch generell das ganze Jahr über. Wenn ihr von irgendeinem Punkt nochmal mehr Details und ein genaueres Video wollt, dann lasst es mich wie erwähnt unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf das Video von meinem letzten Rennen in Most habt, dann klickt auf jeden Fall hier oben drauf.